Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man das Trägheitsmoment der Erde berechnet und welche Phänomene einen Einfluss auf die Tageslänge haben können. Dabei werde ich auch auf die Fragen eingehen, die ihr mir zur ersten Ausgabe dieses Videos gestellt habt und sie hier beantworten. Die Erde hat bei ihrer Entstehung vor 4,5 Milliarden Jahren von der Rotation der ursprünglichen Galaxie und durch Meteoriteneinschläge einen Drehimpuls mitbekommen, mit dem sie bis heute weiter rotiert. Dadurch entstehen auf der Erde Tag und Nacht. Die der Sonne zugewandte Seite hat Tag, die abgewandte Seite hat Nacht. Und die Erde dreht sich nun um ihre eigene Achse und eine Umdrehung der Erde um ihre eigene Achse dauert etwas weniger als 24 Stunden. Das nennt man den siderischen Tag. Da sich die Erde jedoch innerhalb eines Tages auf ihrer Bahn um die Sonne weiter bewegt hat, muss sie sich noch ein klein wenig weiter drehen, damit dieselbe Stelle auf der Erde wieder zur Sonne zeigt. Das nennt man dann einen Sonnentag, der hat exakt 24 Stunden. Nun schauen wir uns den Drehimpuls etwas näher an. Der setzt sich nämlich zusammen aus einem Trägheitsmoment J und einer Drehgeschwindigkeit Omega. Diese Drehgeschwindigkeit oder auch Kreisfrequenz lässt sich berechnen durch 2π, durch eine Umdrehungszeit, und das ist bei der Erde genau der siderische Tag einmal um die eigene Achse. Das Trägheitsmoment J, das gibt an, wie träge sich der Körper bei einer Rotation verhält. Diese Größe setzt sich zusammen aus der Masse des drehenden Körpers mal seinem Radius von der Drehachse entfernt zum Quadrat mal einen Geometriefaktor c. Der gibt an, wie sich die Masse um die Drehachse herum verteilt. Betrachtet man eine Hantel, die sich um ihre Mittelachse dreht, so sind die Massen gleich weit vom Drehmittelpunkt entfernt, sodass sich das Trägheitsmoment einfach als Masse mal Radius zum Quadrat berechnet. Haben wir eine massive Vollkugel, die sich um eine Achse dreht, so tragen diese Massen nur zu 2/5 zum Trägheitsmoment bei, weil jeder Massenbestandteil hier einen anderen Abstand von der Drehachse hat. Bei einer dünnwandigen Hohlkugel befinden sich zwar alle Massenelemente im gleichen Abstand r vom Mittelpunkt, jedoch nicht im gleichen Abstand von der Drehachse, sodass wir hier einen Geometriefaktor von 2/3 bekommen, mit dem diese Massen zum Trägheitsmoment beitragen. Die Drehimpulserhaltung besagt, dass ein rotierender Körper, den wir einmal in Drehung versetzt haben, immer weiter rotiert mit konstantem Drehimpuls. Und das bedeutet, dass das Produkt aus Trägheitsmoment und Drehgeschwindigkeit konstant bleibt. Wenn wir nun das Trägheitsmoment verkleinern, indem wir diese Massen näher an den Drehpunkt heran bekommen, dann muss nämlich Omega, die Drehgeschwindigkeit, größer werden, damit das Produkt aus den beiden, also der Drehimpuls, konstant bleibt. Verkleinert man den Radius, wird nämlich das Trägheitsmoment kleiner und damit die Drehgeschwindigkeit größer. Übertragen auf die Erde heißt das, durch Massenverschiebung auf der Erde kann man erreichen, dass sie schneller rotiert und dadurch würden die Tage kürzer. Nun wollen wir das Trägheitsmoment der Erde mal berechnen. Wir starten mit der einfachsten Berechnungsweise. Wir nehmen an, dass die Erde eine homogene Kugel ist, also überall die gleiche Dichte besitzt bis zum Erdmittelpunkt hin. Dann können wir mit der Formel des Trägheitsmoments für eine Vollkugel rechnen 2/5 Masse mal Radius zum Quadrat. Wir brauchen zunächst den Erdradius, das sind 6.371 Kilometer. Woher weiß man das? Wir kennen die Länge des Äquators. Wenn wir hier einmal rumgehen, dann sind das 40.075 Kilometer. Wenn wir über die Pole einmal rumgehen, haben wir einen Umfang von 39.940 Kilometer. Wir sehen, die Erde ist näherungsweise eine Kugel, aber in der Äquatorrichtung etwas
dicker als über die Pole. Das kommt daher, weil sich die Erde um die eigene Achse dreht und durch die Zentrifugalkraft hier etwas nach außen geschleudert wird. Üblicherweise nimmt man für die weitere Rechnung hieraus den Mittelwert von 40.000 und 30 Kilometer. Daraus können wir uns einen Kugelradius berechnen, indem wir diesen Umfang durch 2π teilen und kommen auf einen mittleren Radius von 6.371 Kilometer. Außerdem brauchen wir noch die Masse der Erde. Das sind 5,9722 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Woher kennt man diesen Wert? Man kann die Erde doch nicht einfach auf eine Waage legen, um sie zu wiegen. Nein, diesen Wert kennt man aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz. Die Kraft ist nämlich eine Konstante mal einer Probemasse, die wir in der Hand halten können, multipliziert mit der Masse der Erde, die unsere Masse anzieht, geteilt durch den Radius zum Quadrat. Andererseits wissen wir aber, dass eine Masse, die wir in der Hand halten, an der Erdoberfläche mit der Gravitationskraft m mal g angezogen wird. Wir sehen nun, dass sich hier die Probenmasse, die wir in der Hand halten können, herauskürzt auf beiden Seiten und es bleiben nur noch bekannte Größen übrig. Hier haben wir den Erdradius, den wir von hier oben schon kennen. Das ist die allgemeine Gravitationskonstante. Und hier ist die Erdbeschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, sodass wir diese Gleichung nach m Erde umstellen können und erhalten diesen Wert. Eingesetzt in die Formel von hier oben erhalten wir also insgesamt ein Trägheitsmoment der Erde von 9,7 mal 10 hoch 37 Kilogramm mal Quadratmeter. Das ist natürlich nur eine grobe Abschätzung, denn die Erde ist eben keine homogene Kugel, sondern besteht aus Schichten. Wir können unser Modell verbessern, indem wir nun die verschiedenen Erdschichten berücksichtigen. Die Erde besteht aus einem inneren Kern aus festem Eisen bis zu einem Radius von 1000 Kilometer vom Erdmittelpunkt aus, mit einer Dichte von 13 Gramm pro Kubikzentimeter. Darauf folgt ein äußerer Kern aus flüssigem Eisen bis 3200 Kilometer mit einer geringeren Dichte. Dann der untere Mantel und der obere Mantel mit dem Kern bis zur Oberfläche von 6371 Kilometer mit einer Dichte, die wir etwa aus unseren Gesteinen kennen. Woher kennt man diese ganzen Werte? Woher wissen wir eigentlich, wie es im Inneren der Erde aussieht? Es war ja noch keiner dort unten. Ja, das kennt man aus Messungen von Erdbebenwellen. Wenn nämlich an irgendeiner Stelle hier in der Erdkruste ein Erdbeben entsteht, breiten sich die Wellen ins Innere der Erde aus, laufen dort je nach Dichte mit unterschiedlicher Geschwindigkeit oder werden sogar an den Grenzflächen reflektiert und gebrochen. Tatsächlich kann man das ausrechnen, wenn wir hier irgendwo ein Erdbeben haben und hier sehen wir die unterschiedlichen Schichten, dann breiten sich die Wellen in dieser Form aus, die man dann messen kann an einer anderen Stelle auf der Erde. Nun wollen wir mit diesem Schichtmodell mal das Trägheitsmoment besser ausrechnen. Eine Masse gilt ja allgemein, kann man ausrechnen durch die Dichte mal das Volumen. Bei einer Kugel können wir das Volumen angeben mit 4/3 Pi r hoch 3. Wir nehmen uns die Formel für eine Kugel von vorhin, eine Vollkugel, 2/5 mr Quadrat, und setzen für die Masse nun diesen Ausdruck hier ein. Das sieht dann so aus. Für unsere Erdschichten müssen wir allerdings Hohlkugeln berechnen. Wir betrachten mal eine Hohlkugel mit einem Außenradius und einem Innenradius. Für die innere Kugel können wir die gleiche Formel aufstellen, nun allerdings mit dem Innenradius. Und das Trägheitsmoment dieser Hohlkugel ist dann einfach die Differenz der Außenkugel minus die Innenkugel. Und wenn wir diese Terme ausrechnen, kommen wir auf 8π durch 15 mal die Dichte mal die beiden Radien hoch 5. Gehen wir mit dieser Formel zurück in unser Schichtenmodell, dann können wir uns für jede Schicht ein eigenes Drehmoment ausrechnen und das gesamte
Trägheitsmoment der Erde setzt sich dann zusammen aus der Summe der 4 einzelnen Schichten mit 8,28 mal 10 hoch 37 Kilogramm mal Meter Quadrat. Die genaueste Berechnung erhalten wir allerdings aus dem sogenannten PREM-Modell, Preliminary Reference Earth Model, gibt uns einen modellhaften Verlauf der Dichte über den Radius innerhalb der Erde vom Erdkern bei 0 Kilometer Radius bis zur Oberfläche bei 6371 Kilometer. Wir erkennen hier den Verlauf. Der innere Kern hat eine Dichte von ungefähr 13, dann den äußeren Kern mit etwa 11 Gramm pro Kubikzentimeter und so weiter bis zum oberen Mantel und der Kruste. Dieser Verlauf besteht aus 85 Messpunkten, die wir nun numerisch integrieren können mit Hilfe von der Streifenmethode und dem Trapezverfahren, wie man es auch aus der Schule aus dem archimedischen Streifenmethode kennt. Und so bekommen wir auf einen genauen Wert von 8,019 mal 10 hoch 37 Kilogramm Meter Quadrat. Dieser Wert stimmt auch genau mit dem Literaturwert, der von der NASA in ihrem Earth Fact Sheet veröffentlicht wurde, überein. Und wir bekommen für die Erde einen Geometriefaktor von 0,3308. Mit diesem exakten Wert für das Trägheitsmoment der Erde wollen wir nun weiterrechnen und Überlegungen anstellen, was die Tageslänge auf der Erde beeinflussen könnte. Vielleicht kennt ihr folgende Scherzfrage. Im Herbst werden ja die Tage kürzer, das ist klar. Ist es so, weil das Laub von den Bäumen fällt und dadurch das Trägheitsmoment der Erde kleiner wird? Dreht sie sich dadurch schneller? Na, schauen wir mal nach. Wir können es ausrechnen. Es gibt weltweit ca. 3 Billionen Bäume. Woher weiß man das? Hier ist eine Veröffentlichung dazu. Da hat man nicht die Bäume gezählt, sondern man hat Satellitenaufnahmen ausgewertet. Man hat sich angeschaut, wie viele Quadratkilometer auf der Erde sind bewaldet und zählt dann ungefähr die Anzahl der Bäume pro Hektar. So kann man hochrechnen, auf wie viele Bäume man kommt weltweit. Eigentlich darf man für unsere Frage nur die Bäume auf der Nordhalbkugel betrachten, denn auf der Südhalbkugel ist ja ein halbes Jahr später Winter. Und das würde sich dann mit der Nordhalbkugel ausgleichen. Aber egal, für unsere grobe Fragestellung hier bleiben wir mal bei 3 Billionen Bäume. Nun nehmen wir an, dass jeder Baum 300 Kilogramm Laub im Durchschnitt hat, mit einer durchschnittlichen oder eine Gesamtmasse von 10 hoch 15 Kilogramm Laub weltweit, das herunterfällt. Um welche Strecke fällt es herunter? Wir nehmen mal an, durchschnittlich 5 Meter pro Baum. Damit können wir nun die Änderung des Trägheitsmoments zwischen Sommer und Winter ausrechnen. Die Änderung Δj ist also das Trägheitsmoment im Sommer, wenn das Laub oben ist, minus Trägheitsmoment im Winter, wenn das Laub unten ist. Wir nehmen uns dafür die Formel für die Hohlkugel. Hier steht die Gesamtmasse des Laubs weltweit. Im Sommer befindet sich das Laub in einer Höhe von 5 Metern plus den Erdradius vom Mittelpunkt entfernt. Und im Winter liegt das Laub auf dem Boden und hat nur den Erdradius als Entfernung vom Erdmittelpunkt. Setzen wir diese Werte ein, kommen wir auf eine Änderung des Trägheitsmoments von 4,2 mal 10 hoch 22 Kilogramm mal Meter Quadrat. Dann setzen wir diesen Wert ins Verhältnis zum Trägheitsmoment der Erde insgesamt, also 4,2 mal 10 hoch 22 durch die 8,019 mal 10 hoch 37. Dann gibt es einen Änderungsfaktor von 5,3 mal 10 hoch minus 16. Um diesen Änderungsfaktor wird sich dann auch die Drehgeschwindigkeit der Erde ändern und damit auch die Tageslänge. Wir können nun die absolute Änderung der Tageslänge Δt bekommen, indem wir die Tageslänge mit diesem Änderungsfaktor multiplizieren. Das ergibt 0,05 Nanosekunden, um die Tageslänge abnimmt. Das ist ein nicht messbarer Effekt, können wir vergessen, also das fallende Laub spielt überhaupt keine Rolle.
Tatsächlich, wenn wir uns eine reale Messkurve der Tageslänge mal anschauen, hier ist dargestellt vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2021 die Änderung der Tageslänge nach oben plus 2 Millisekunden vom Mittelwert aus und nach unten minus 1 Millisekunde vom Mittelwert aus, dann sehen wir, dass es zwar so Spitzen gibt, aber die liegen nicht etwa im Winter oder Herbst, sondern genau im Sommer, immer in der Jahresmitte. Also tatsächlich sind sind die Tage im Sommer am kürzesten. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass im Sommer eben die Gletscher und der Schnee auf den Bergen schmilzt und zu Tal fließt. Und zum anderen gibt es noch den globalen Jetstream. Das ist ein starker Wind in großer Höhe, der je nach Jahreszeit stärker und schwächer sich um die Erde dreht und auch mehr oder weniger Hoch- und Tiefdruckgebiete erzeugt und dadurch die Erddrehung beeinflusst. Ich habe vor kurzem auch eine andere Frage bekommen: Wirkt sich der Bau von Häusern oder Hochhäusern auf die Tageslänge aus? Auch das können wir ausrechnen oder abschätzen. Wir schauen mal, wie groß ist die Zementproduktion weltweit. Das sind gut 4 Milliarden Tonnen im Jahr, kann man hier nachlesen. Und wie viel Sand wird im Jahr abgebaut? Das sind 40 Milliarden Tonnen. Davon gehen 2/3 in das Baugewerbe. Das macht dann insgesamt 3 mal 10 hoch 13 Kilogramm Baumaterial. Nehmen wir eine durchschnittliche halbe Höhe eines Hauses von 5 Metern an, das also insgesamt 10 Meter hoch ist. Und mit der gleichen Rechnung, die wir eben für das Laub angestellt haben, kommen wir hier auf eine Änderung der Tageslänge von einer Pikosekunde, 10 hoch minus 12 Sekunden, um die sich der Tag verlängert. Also das können wir erst recht vergessen. Kommen wir nun zu spannenderen Fragen. Werden sich die Tage verlängern, wenn die Polkappen schmelzen? Das könnte man sich durchaus vorstellen. Schauen wir uns mal die Erde an. Wir haben 2 Polkappen, einmal am Nordpol, das arktische Treibeis. Wenn das schmilzt, dann hat das keinen Effekt, denn es schwimmt bereits auf dem Meer, verdrängt also genauso viel Wasser, wie es selber wiegt. Und wenn es sich verteilt, dann ändert das nichts am Trägheitsmoment, außer dem Eis, was hier auf dem Festland von Grönland sich befindet. Anders sieht es jedoch am Südpol aus. Das antarktische Festlandeis, das würde sich beim Schmelzen über den gesamten Globus verteilen und dadurch das Trägheitsmoment der Erde vergrößern. Machen wir dazu eine Rechnung. Das Volumen des antarktischen Festlandeises kann man schätzen auf 26 Millionen Kubikkilometer. Wir wissen nämlich ungefähr die Fläche des Festlandeises und schätzen die Dicke ab. So kommt man auf diesen Wert. Mit der Dichte von Eis können wir daraus die Masse abschätzen von 2,3 mal 10 hoch 19 Kilogramm. Dieses Eis hat momentan das Trägheitsmoment 0, denn es befindet sich ja am Südpol, also nahe an der Drehachse und trägt somit kaum etwas zum Trägheitsmoment bei. Aber wenn es schmilzt, dann wird es sich hier als Hohlkugel über die ganze Erde verteilen und dann etwas beitragen. Ja, für eine dünne Hohlkugel, kennen wir ja schon, ist 2/3 mr² das Trägheitsmoment. Da setzen wir auch wieder die Masse des geschmolzenen Eises ein und den Erdradius. Dann kommen wir auf eine Änderung des Trägheitsmoments von 6,33 mal 10 hoch 32 Kilogramm Meter Quadrat. Wir setzen das ins Verhältnis zum Trägheitsmoment der Erde. Insgesamt, es gibt einen Änderungsfaktor 7,9 mal 10 hoch minus 6. Das wieder multipliziert mit einer Tageslänge ergibt eine absolute Änderung der Tageslänge um 0,68 Sekunden, die Tage länger werden. Das ist schon ein beachtlicher, ein erheblicher Effekt. Für uns im Alltag wäre diese kleine Verlängerung des Tages noch nicht sehr dramatisch, aber es hat große Auswirkungen für die Raumfahrt, wenn nämlich die Kurse für die Mondflüge oder Marsflüge oder andere Missionen berechnet werden müssen, muss man hier schon sehr genau arbeiten. Oder für unsere GPS-Systeme, die sich natürlich auf die Rotationszeit der Erde verlassen. Wesentlich schlimmer als die Änderung der Tageslänge wären natürlich die Einflüsse auf unseren Alltag,
dadurch, dass der Meeresspiegel um 60 Meter steigen würde und Großstädte wie Hamburg, New York oder andere Küstenstädte im Meer versinken werden. Welche weiteren Effekte könnte es noch geben, die sich auf die Tageslänge auswirken? Schauen wir uns nochmal die Messkurve von vorhin an. Dann sehen wir, dass es außer den jahreszeitlichen Änderungen der Tageslänge auch noch langfristige Änderungen gibt, wo der Mittelwert, der hier durch die grüne durchgezogene Linie dargestellt ist, erheblich vom Mittelwert abweicht. Wo kommen diese Phänomene her? Diese Ursache sind die Umlagerung von Schichten im Erdinneren, wenn da Lava aufsteigt oder absinkt, wenn sich Platten verschieben oder Erdbeben entstehen. Ein anderer wesentlicher Einfluss auf die Erdrotation ist der Einfluss des Mondes. Er erzeugt nämlich auf der Erde Ebbe und Flut durch seine Gravitation, sodass hier ein Flutberg entsteht durch die Gravitation, aber auch auf der entgegengesetzten Seite entsteht ein Flutberg. Wo kommt der her? Naja, die beiden rotieren um einen gemeinsamen Schwerpunkt und durch die Fliehkraft entsteht auf der abgewandten Seite ebenfalls eine Flut. Diese beiden Flutberge, die tragen nichts zum Trägheitsmoment der Erde bei, denn sie rotieren ja nicht mit der Erde mit, sie sind ja an den Mond gekoppelt. Allerdings kommt es dadurch zu einem Energieverlust durch die Reibung hier an der Oberfläche, durch die Gezeiten, die um den Erdglobus herumwandern. Man kennt sogar, welche Energie dabei verloren geht. Das sind 3 mal 10 hoch 12 Watt. Man sieht, Gezeitenkraftwerke könnten also ganz schön Energie leisten. Und dadurch verlangsamt aber sich die Erdrotation um 20 Mikrosekunden mit jedem Jahr. Seit wir den Mond haben, nimmt die Rotation der Erde etwas ab und vor 600 Millionen Jahren dauerte ein Tag nur 22 Stunden. Seitdem hat er sich etwas verlängert. Welche Einflüsse könnte man sich noch vorstellen? Wie sieht es denn mit dem kosmischen Staub aus, der regelmäßig auf die Erde trifft? Hier gibt es kosmische Materie. Davon bekommen wir mehrere 100.000 Tonnen jedes Jahr aus dem Weltall auf die Erde. Wird sie dadurch dicker? Nein, denn genauso viel diffundiert durch die Atmosphäre auch wieder weg. Das ist fast der gleiche Betrag, sodass sich insgesamt über die gesamte Lebenszeit der Erde hier nicht viel getan hat. Fassen wir alle Effekte zusammen. Wir haben gesehen, es gibt gegenläufige Effekte. Der Mond bewirkt eine Verlängerung der Tage durch Reibung. Kosmischer Staub macht nichts aus, denn genauso viel diffundiert auch wieder weg. Es gibt Bewegungen im Erdinneren, die sporadische Änderungen in beide Richtungen verursachen. Ganz wesentlich ist der Jetstream, der Wind in großer Höhe und die Eisschmelze im Sommer. Tendenziell ist es so, dass sich die Effekte eher in Richtung einer Verlängerung der Tage auswirken. Deswegen müssen wir jedes Jahr ungefähr eine Schaltsekunde einfügen, von der wir meistens gar nicht viel mitbekommen. Ein Problem ist das nicht im Alltag, sondern für unsere GPS-Satelliten und für die Raumfahrt. Viel wichtiger für den Menschen sind allerdings die klimatischen Veränderungen, die wir durch das Abschmelzen der Polkappen festgestellt haben, weil es dadurch leider zu Überflutungen kommt. Okay, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.